Moin Leute, willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video. Ja, eigentlich über kein Auto. Denn heute werde ich mal was anderes machen, aber eigentlich auch im Prinzip genau das gleiche wie sonst immer. Ich werde was bauen. Und zwar seht ihr hinter mir den RX-7. Ich mache mal eben so. Seht ihr hinter mir den schönen RX-7, der jetzt gerade dabei ist, oder wo ich jetzt gerade dabei bin, den zu schweißen. Der ist hier auch so Holzdingern, Holzblöcken. Und wie ihr auch seht, sind die viel zu lang, weil eigentlich sitzt der nur da hinten auf so ein kleines Stück. Und das Stück hier ist komplett über. Und deswegen werde ich hingehen, einmal die Holzblöcke einmal in der Hälfte trennen, damit hier vorne, also genau im Prinzip direkt daneben, dass da der MX-5 hinkommen soll. Hier noch ein bisschen Platz gemacht. Ja, und dann kann hier vorne der MX-5 hin, damit er jetzt im Winter gebaut werden kann. Beziehungsweise Winter und dann höchstwahrscheinlich noch im Sommer hin. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, übrigens ein bisschen den ganzen Dreck oder so und so nicht beachten. Auf jeden Fall, wie ihr seht, hängt er nur da nicht drauf. Also brauche ich im Prinzip nur die Hälfte von dem Ganzen. Und dann werde ich mir aus den 4 Böcken, nochmal 4 Böcke bauen. Dann habe ich insgesamt 8 Böcke. Kann ich einmal den hier draufstellen und einmal den hier draufstellen. Beziehungsweise den MX-5 dann draufstellen. Das Ganze wäre aber an sich für ein Video relativ wenig und auch relativ langweilig. Ich schraube einfach nur oder säge einfach nur ein paar Blöcke auseinander. Deswegen werde ich hingehen und ich baue mir ein, ich weiß nicht wie es heißt oder wie man sowas nennt. Ich nenne es jetzt einfach mal Dolly. Weil es gibt ja für die Räder und sowas, unter den Rädern gibt es ja Dollys. Und es gibt, glaube ich, auch für Autos so eine Dinger. Auf jeden Fall ist es im Prinzip, ich zeige jetzt die ganze Zeit den RX-7, weil ich das am besten daran erklären kann. Im Prinzip ist es das, was ich hier auch schon habe, nur mit Rädern drunter. Sprich, ich habe an 4 Ecken habe ich dann Auflagefläche oder eine Auflagefläche. Ich werde das höchstwahrscheinlich so machen, dass ich ein Konstrukt baue oder ich werde es gleich noch irgendwie aufzeigen oder sowas. Auf jeden Fall ein Viereck bauen, was dann einmal so rumgeht, dann irgendwie hochstacken, insgesamt wie das hier, vielleicht noch ein bisschen höher. Und dann mit Rädern drunter. Dann kann ich zum Beispiel, wenn ich den RX-7 nehme und den woanders hin haben möchte oder falls hier Platz sein soll, kann man den MX-5 oder den RX-7, egal, kann man den zum Beispiel nehmen und dann einfach hierhin zur Seite wegschieben oder nach hinten hinschieben oder hier auf die Hebebühne draufschieben. Dann kann man das Ganze machen. Und ja, ich will jetzt als erstes anfangen, erstmal die Sachen hier auseinanderschrauben oder auseinandersägen, besser gesagt. Und dann werde ich euch gleich wieder abholen, wenn ich das alles fertig habe. Wenn ich hier mit den 4 Blöcken stehe, wo eigentlich der MX-5 hinkommen soll, dann baue ich den Dolly und dann wird der MX-5 hier reingefahren und dann wird auch angefangen, den MX-5 umzubauen. Ja, ich mache das Ganze jetzt eben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe die Bretter jetzt hier erstmal provisorisch hingelegt. So im Endeffekt soll das im Prinzip aussehen. Hier links und rechts soll das Auto drauf kommen, sprich hier sollen die Seitenschweller, Nähte oder wie es auch immer heißt, sollen da drauf kommen. Und dann ist das hier einmal zur Stütze in der Mitte. Das ist jetzt genau ausgemessen an dem MX-5, der da hinten steht, oder an meinem MX-5, der hinten steht. Und im Endeffekt sollte das Ganze so aussehen. Ich habe hier vorhin jetzt die Räder. Das sind so eine Schwerlasträder, davon habe ich insgesamt 8 Stück. Die werden einmal an allen 4 Ecken, also da und hier vorne dran kommen. Und dann will ich mal gucken, die kommen hier auch nochmal dran, da vorne. Und ich gucke, ob ich jetzt da vorne auch noch welche dran packe. Einfach nur ein bisschen mehr für Stabilität. Gucken, ob ich das noch mache. Natürlich ist das jetzt hier, wie gesagt, provisorisch aufgebaut. Ich werde die Sachen hier nochmal alle zuschneiden, damit das alles schön aussieht. Nicht, dass irgendwelche Sachen überstehen oder sowas. Ich werde höchstwahrscheinlich dort vorne, also da, wo die oberen Bretter zusammengehen, da kommt ja auch noch dieses Rad drunter. Da werde ich hingehen und zum Beispiel diese Stücke, die hier überbleiben, weil es bleiben immer längere Stücke über, genauso wie da. Hier bleibt jetzt nicht so ein langes Stück über. Die werde ich hier zum Verbinden drunter schrauben. Also einmal da, wo das Brett jetzt ist, einmal so drunter schrauben und da kommen die Räder dran. Gucken, wie ich das hier mache. Vielleicht mache ich das genauso, dass ich die oben drauf einfach drauf packe und dann festschraube. Und die Seiten, da werde ich einfach Schrauben durchhauen und dann sollte das Ganze wohl halten. Ich weiß gar nicht, die Räder, die können irgendwie, ich glaube 4 Räder können 1400 Kilo aushalten. Deswegen, wenn ich jetzt 6 oder 8 Räder benutze, dann sollte das für den MX-5 reichen, der irgendwie, ich glaube, knapp über 1000 Kilo wiegt. So ist jetzt der Plan. Und ja, ich werde das Ganze jetzt eben zuschneiden und dann aufbauen und dann sehen wir uns gleich wieder.
wie ihr gerade gesehen habt, das Ding ist jetzt fertig gebaut. Etwas anders, wie ich es vorhin hingelegt habe, aber eigentlich doch noch relativ gleich. Ich habe es jetzt gemacht, dass ich überall, also alle 8 Räder benutzt habe. Ich habe jetzt hier einmal diese ganz normalen Räder und dann hier so ein Räder, womit ich das festmachen kann. Ich habe die Verstrebung, ja, was heißt Verstrebung, ein bisschen halt diese Dinger gemacht, womit ich die beiden zusammen verbinde. Super Satz. Die habe ich jetzt hier zur Seite hin gemacht. Die habe ich nicht irgendwie oben drauf gemacht oder sowas, weil so nach innen hin macht halt mehr Sinn. Und hier habe ich die halt hier unten drauf gelegt und dann natürlich noch mit Schrauben festgemacht. Die ganzen Sachen sind halt mit, keine Ahnung, irgendwie 40 Schrauben oder sowas sind die alle festgemacht. Genauso wie die da drunter. Die sind auch alle mit 4 Schrauben jeweils festgemacht. Und ich denke mal, das sollte halten. Ja, und wie gesagt, alle Räder, die halten, also ein Rad hält, glaube ich, irgendwie 300 Kilo aus oder sowas. Das sollte für den kleinen MX-5 reichen, der, glaube ich, knapp über eine Tonne, wenn überhaupt, wiegt. Und ja, hier ist der MX-5. Den bin ich gerade hingefahren. Das war die letzte Fahrt hierhin in die Halle. Und hier wird er erstmal, ich denke mal, das nächste Jahr bleiben. Also ich denke nicht, dass ich da jetzt vor 2022 Sommer, dass ich da jetzt irgendwie fertig werde, weil das wird doch sehr viel sein, was ich daran mache. Deswegen, das wird noch ein bisschen dauern, bis er fertig ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt versuchen, irgendwie den MX-5 hier drauf zu packen. Ich werde höchstwahrscheinlich den genau da, wo er jetzt steht, einmal hochbocken und dann irgendwie da drauf lassen. Das hier ist jetzt ungefähr 40 cm hoch. Also ich muss das Auto 40 cm hochheben. Dafür, dass der noch nicht mal 10 cm vom Boden entfernt ist, ist das ganz schön viel. Deswegen irgendwie muss ich das Auto da hochkriegen. Ich glaube, ich schaffe das aber. Wird zwar bestimmt 2 Stunden dauern, aber irgendwie kriege ich das wohl hin. Das werde ich jetzt mal versuchen. Da könnt ihr mir jetzt zugucken, wie ich hier verzweifle höchstwahrscheinlich, weil das wird anstrengend. Allein das Ding hochzukriegen war schon nicht so geil. Also den RX-7. Aber da der MX-5 nochmal bedeutend tiefer ist, ja, bin ich mal gespannt. Ich mache das jetzt mal eben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der MX-5 steht jetzt an seinem Platz, wo er jetzt erstmal stehen wird. Ich habe jetzt nicht alles gefilmt, weil das dann doch sehr anstrengend war und ich da zu zweit bei musste. Weil allein ist das Ding wirklich schwer zu schieben. Wird höchstwahrscheinlich leichter, sobald mehrere Sachen raus sind, beziehungsweise Felgen ab, Motor raus und sowas. Aber es steht jetzt erstmal. Ich habe, wie ihr da unten seht, habe ich nochmal die Blöcke drunter, einfach nur zur Sicherheit, dass da, falls da irgendwie was kaputt gehen sollte, habe ich einfach die Sicherheit, dass der auf den Blöcken liegt. Ich habe jetzt, wo kann ich das am besten zeigen? Hier vorne, glaube ich. Ich habe jetzt da, kann man das sehen? Ja, da. Ich habe das ganze Auto habe ich jetzt auf dem Auto-Dolly, habe ich jetzt hier auf diese Dinger gemacht. Diese Rillen, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Da habe ich den jetzt draufgelegt. Warum ich den jetzt draufgelegt habe, ist einmal der Grund, weil ich dann die Dinger hier schön unter die Frame-Rails packen kann. Das kann ich auch mal von hinten zeigen. Da, dann habe ich jetzt die Blöcke, habe ich ganz normal da hinten unter die Frame-Rails, beide Seiten. Und so habe ich halt die Sicherheit, dass wenn das Ding jetzt wirklich abfällt oder sowas oder runterfällt oder zusammenbricht, keine Ahnung, habe ich halt die Sicherheit, dass das darauf landet. Zudem kann ich auch noch hingehen. Ich werde natürlich den MX-5 jetzt nicht die ganze Zeit da drauf lassen. Ich werde den zwischenzeitlich auch mal runternehmen. Ja, aber wie gesagt, man kann ihn jetzt schieben. Auch, wie gesagt, es ist ein bisschen schwer. Es ist jetzt nicht der leichteste, weil es sind halt 8 Rollen und ein Auto, was 1000 Kilogramm wiegt. Ich weiß gar nicht, kriege ich den so geschoben. Ich mich hier dran lehne. Ja, so ein bisschen. Auch von Seite zu Seite kriegt man den geschoben auf jeden Fall. Das geht relativ easy, aber wenn man den jetzt vorne oder hinten schieben möchte, wird das Ganze dann doch schon etwas schwerer. Er steht jetzt übrigens, wie ihr hier auch seht, ich musste hier einmal das neu machen. Also einmal den Balken neu platzieren, weil ich mich ein bisschen vermessen habe irgendwie. Jetzt liegt er auf beiden Seiten schön hier, kann man sehen, ja, so einigermaßen in der Mitte liegt er dann auf. Und ja, so könnte ich den jetzt halt wegschieben und irgendwo hinschieben und sowas. Das erste, was jetzt auf jeden Fall gemacht wird, ist erstmal das ganze Auto sauber gemacht. Dann werde ich noch hingehen, das komplette Auto einmal in so einer Malerfolie oder in so einer Folie einpacken, damit der nicht so aussieht wie der EX7 nach kurzer Zeit. Weil wie ihr hier seht, das ganze Auto ist sehr, sehr dreckig. Und ja, aber der wird sowieso lackiert. Also im Endeffekt, wenn der fertig ist, irgendwann mal wird er sowieso lackiert. Hier habe ich das jetzt nicht unbedingt vor. Jetzt steht er erstmal. Übrigens die Arbeitshöhe, kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen, ist jetzt roundabout so, seid ihr jetzt auf meiner Augenhöhe. Also es ist ein bisschen hoch, um jetzt zum Beispiel hier hinten dran zu kommen, muss ich mich schon sehr weit strecken, aber das geht alles noch. Ich werde, denke ich mal, auch nochmal hingehen
Und bevor ich den jetzt die ganze Zeit hier irgendwie am Auto oder sowas schieben muss, oder das Auto hier anpacken muss, weil hier ist ja auch schon Dreck und sowas, da wo ich den gestern mitgeschoben habe, werde ich mal, denke ich mal, hingehen und irgendeine Befestigung an den Dingern da unten dran machen, an den Balken. Vorne, hinten, links und rechts. Und dass ich da irgendwie was ziehen kann, also dass ich da jetzt nicht das Auto drücken, schieben oder sowas muss, sondern ich kann da dann irgendwas einhaken und kann das dann einfach nach hinten wegziehen oder halt zur Seite wegziehen. Und kann auch im Prinzip jetzt Worst Case, keine Ahnung, ob das passieren kann, falls ich jetzt irgendwie von der Seite schiebe oder sowas, dass ich den so doll schiebe und die Räder irgendwie blockieren, dass ich den im Prinzip von den Dingern runterschiebe. Ich glaube nicht, dass es passieren kann, wie gesagt, aber ja, zur Sicherheit packe ich da unten einfach irgendwas dran, vorne, hinten, links, rechts und kann dann hier was einhaken und dann einfach nach hinten ziehen. Oder ja, wie gesagt, 2 Leute müssen das Ding meistens ziehen. Kann ich einfach hier und da geht einer hin und dann einer zieht nach hinten, der andere zieht dann zur Seite hin und so kann ich den hier schön durch die Halle manövrieren. Und ja, das Ding ist jetzt fertig und der MX-5 steht jetzt endlich hier in der Halle trocken einigermaßen und da kann jetzt angefangen werden, dran zu arbeiten. Was jetzt auch mit dem MX-5 passieren wird nächstes Jahr, das weiß ich noch nicht ganz genau, was ich da jetzt genau machen werde. Ganz simpler Plan ist erstmal alles rausreißen, alles neu machen und den Motor auf oder für mehr Leistung vorbereiten. Was ich auch für Komponenten einbauen werde, für mehr Leistung oder allgemein. Ich weiß noch nicht ganz genau, er wird sich auf jeden Fall, also so wie er jetzt da steht, er wird sich, denke ich mal, nicht groß in der Optik ändern. Ich denke auch nicht, dass ich dieses Jahr mit dem MX-5 fertig werde, weil ich ja wirklich viel dran machen muss, es ist wirklich viel Zeit beansprucht und das Ding hier hinten, das muss auch noch fertig werden, irgendwann mal. Und deswegen, ich habe jetzt die beiden Projekte nebeneinander stehen und mal gucken, wie lange es dauert. Und zweitens, es wird halt sehr viel Geld kosten, das Ding nochmal neu aufzubauen. Deswegen, das wird höchstwahrscheinlich noch das ganze Jahr 2022 dauern. Und da mal gucken, ja, wann ich damit fertig werde. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Vielleicht kann ich euch so ein bisschen anregen, falls ihr so ein Ding auch mal bauen wollt oder falls ihr irgendwie sowas machen wollt. Ich habe es jetzt so gemacht, ihr habt ja die Sache jetzt gesehen, wie ich es gemacht habe. Ja, vielleicht kann irgendjemand daraus irgendwie Inspiration kriegen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt das Ende vom Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter, sagt mir warum, weil nur so kann ich die Videos wirklich verbessern. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.